Herzlich willkommen. Nochmal vielen Dank für die Einladung zum Webinar heute mit dem Titel Das Chaos abbilden zum Umgang mit Komplexität und Unsicherheit in Modellen der Stadtentwicklung. Kurze Anekdote, ich war gestern bei einem Webinar zu dem DUET-Projekt, zu den europäischen digitalen Zwillingen, wo vorgeführt wurde, wie What-If-Szenarien als Proof of Concept funktionieren können. Also als Demo wird so eine Straße digital gesperrt in dem Zwilling. Dann hat sich die Verkehrssimulation angepasst und dann hat sich aufgrund der Lage der Verkehrssimulation das Luftqualitätsmodell angepasst und dann hat sich noch die Lärmsimulation angepasst. Und die Simulationsergebnisse waren dann auf einmal da und ein bisschen unintuitiv zu interpretieren. Und also es waren sehr viele größere und kleinere Bereiche da, die irgendwie augenscheinlich ohne Grund rot und grün waren. Und der Speaker hat das dann so kommentiert: I'm more of an IT guy, so I don't really know how these models work and why these results come up, but it's nice pictures, so I show them. Das fand ich ganz interessant und ich dachte, damit die Modelle vielleicht mehr als nur nice pictures werden, die man zeigen kann, würde ich gern heute in dem Webinar in so einem ersten Schritt die Forschung zu dem Thema, also zu Komplexitätstheorie, Modelltheorie aufbereiten und hoffentlich verständlich darstellen und darauf aufbauend ein paar Ideen und Impulse skizzieren, wie man vielleicht die theoretischen Erkenntnisse praktisch auf einen digitalen Stadtzwilling und auf CAD übertragen könnte. Da vielleicht schon mal vorab, das sind irgendwie keine abgestimmten Aussagen, aber ich würde auch der Idee dieser Akademie folgend in den Wissensaustausch zu gehen und Impulse zu setzen, gerne einfach dann im Anschluss an die Theorie so ein paar Ideen skizzieren. Daraus ergibt sich folgender Aufbau, also ein erster größerer Block die Theorie, zu Komplexitätstheorie, Modelltheorie und Simulation, Unsicherheit. Das klingt jetzt alles sehr trocken. Ich hoffe, dass es trotzdem anschaulich dargestellt ist. Ein zweiter Teil dann, was bedeutet das für CAD oder was könnte das für CAD bedeuten? Und der dritte Teil dann Q&A und die Diskussion, auf die ich mich schon sehr freue. Komplexität, was ist das? Es steht ja sehr oft geschrieben, dass Städte komplexe Systeme sind, immer so als Einleitungstext. Und auch ich möchte mich jetzt am Anfang von dem Webinar mit der Frage widmen, was ist eigentlich Komplexität in einem städtischen Kontext und was genau macht komplexe Systeme aus? Und um sich damit so ein bisschen genauer auseinanderzusetzen, möchte ich Sie und euch jetzt gerne bitten, sich dieses Bild mal anzuschauen vom Marienplatz in München und sich eine Person rauszusuchen, die sich auf dem Bild befindet. Und wenn Sie eine Person gefunden haben, sich dann zu fragen, wer ist die Person? Weshalb ist er oder sie da gerade auf dem Bild? Warum? Was machen die da? Und die ersten Ideen, die so einfallen, einfach gerne mal in den Chat zu schreiben. Also Einladung zum Mitmachen. Also als Beispiel, ich suche mir jetzt mal den Herren hier unten im gestreiften T-Shirt raus und sage, das ist jetzt Peter, 48 Jahre, alleinerziehend auf dem Weg zum Halbtagsjob im Rathaus München und kommt gerade von einem schönen Shoppingausflug mit seiner Tochter oder so. Ich sehe hier Mittagspause mit Kollegin, Chat. Ein Herr, der die Familie fotografiert, die machen Urlaub in München, die klassische Touri-Tour in der Altstadt. Der Mann im gelben T-Shirt ist ein Fußballspiel mit Freunden angereist. Entweder als Betrachter oder vielleicht spielt er oder sie spielt er ja selbst. Genau, aber ich denke, das gibt vielleicht schon mal, also vielen Dank für die Antworten, ich denke, das gibt einen ganz guten Eindruck, wie komplex das System Stadt sein kann. Allein wenn man nur die sozialen Beziehungen sich anguckt und die Menschen, die sich im Stadtraum bewegen und die Stadt machen oder die Stadt produzieren durch ihr Dasein. Jetzt ist es ja nicht so, dass es nur soziale Systeme gibt. Es gibt ja auch noch die ökologischen Teilsysteme der Stadt, wie wir hier Planten und Blumen sehen, mit Abertausenden von Arten, das Ökosystem Stadt als Teilsystem des komplexen Systems. Und schlussendlich gibt es noch Technologie, Infrastruktur wie die Stadtbeleuchtung, die Gebäude, das Technische, sowohl das Analog als auch das Digitaltechnische, was alles mit einfließt auf das komplexe System Stadt. Und all diese Teilsysteme, das Soziale, das Ökologische und das Technische, hängen natürlich zusammen und sind über Schnittstellen miteinander verbunden und verwoben und beeinflussen sich gegenseitig. Und mit dieser Idee von Komplexität kann man sich fragen, wie könnte man das jetzt denn definieren? Mikulecki hat in 2001 geschrieben, dass Komplexität die Eigenschaft von einem realen System ist, die sich darin äußert, dass ein einziger Formalismus nicht ausreicht, um alle Eigenschaften des Systems zu erfassen. Also wir schaffen es nicht,
mit einem einzigen Formalismus alle Eigenschaften des Systems zu beschreiben. Was sind Eigenschaften von komplexen Systemen? Wie ergeben die sich dann? Wir haben einmal eine hochgradige Nichtlinearität. Das bedeutet, wenn wir eine Sache verdoppeln, heißt es nicht unbedingt, dass am Ende auch das doppelte Ergebnis rauskommt. Wenn wir doppelt so viele Straßen bauen, heißt es nicht, dass doppelt so viele Menschen die Straßen nutzen, oder doppelt so viel Parks, heißt es nicht doppelt so viel Lebensqualität. Es gibt verschiedenste Zusammenhänge, die dazu führen, dass wir überhaupt nicht vorhersagen können, wie verschiedene Inputs mit verschiedenen Outputs zusammenhängen. Komplexe Systeme oder das komplexe System Stadt ist gekennzeichnet durch Netzwerke, durch, wie wir eben auch schon in den Beispielen gesehen haben, von den Fußballvereinen, die es vielleicht gibt, oder von den Touristengruppen, die durch die Stadt laufen. Wir haben Emergenz als Phänomen, also Emergenz als die Summe der Teile, die mehr ist, das Ganze, was mehr ist als die Summe der Teile. Da ist ein klassisches Beispiel, wie hier auch abgebildet, die Ameisenstraßen. Also wenn man eine Ameise an sich betrachtet, würde man nicht denken, dass, wenn viele Ameisen zusammenkommen, auf einmal Ameisenstraßen entstehen und diese Organisationsform, obwohl niemand der Ameise sagt oder den Ameisen sagt, dass sie diese Straßen bilden sollen. Heißt, wenn wir nur einzelne Teile anschauen, verstehen wir nicht, wie die Teile, was durch die Interaktion mehr wird als die Summe der einzelnen Teile. Wir haben Hierarchien, wir haben soziale Hierarchien, aber auch ökologische und technische Hierarchien und Abhängigkeiten gegeneinander. Also die einzelnen Teile, die die Hierarchien bilden, sind wieder abhängig von dem, was die höheren Hierarchieebenen sagen. Wir haben Verschachtelung von Systemen, heißt, wie eben auch schon angesprochen, die technischen spielen die ökologischen Systeme mit rein, die ökologischen in die sozialen und die sozialen in die technischen und so weiter. Und wir haben auch Betrachterabhängigkeit. Das heißt, je nachdem, wer dieses System anschaut, sieht verschiedene Dinge. Heißt, wir haben verschiedene Betrachter, die verschiedene Dinge sehen. Und das passt auch ganz gut zu der Definition, die wir eben gesehen haben, nämlich dass ein einziger Formalismus oder vielleicht auch ein einzelner Betrachter nicht ausreicht, um alle Eigenschaften von dem System zu erfassen. Und jetzt ist die große Frage, wie kann man das komplexe System Stadt in Simulationsmodellen abbilden? Um da wieder nochmal auf die Definition zurückzukommen von Mikuleci, ist eine Haupteigenschaft, dass ein einziger Formalismus eben nicht ausreicht, um alle Eigenschaften des Systems zu erfassen. Und deswegen schlägt die Literatur einen Many-Models-Ansatz vor. Wer vielleicht in der vergangenen Woche an der Urban Twin-Konferenz hier im CSL teilgenommen hat, hat Michael Bettys Keynote gesehen. Michael Betty, einer der großen Ikonen des Urban Modeling, der More Than One Twin vorgeschlagen hat, also sehr in line mit dem, was auch gerade im CAD-Projekt passiert. Es wurden Editorials veröffentlicht zu Multiple Models. Es gibt Bücher darüber, wie der Einsatz von verschiedenen Modellen oder verschiedenen Modellformalismen dabei helfen kann, komplexe Systeme besser zu verstehen, und dass es eben nicht ein Modell gibt, was alles ausreichend erfasst, sondern dass das Zusammenspiel von verschiedenen Modellen einen kompletteren Ansatz abbildet. Das Ganze übrigens auch schon vor fast 20 Jahren von der Rand Corporation so mehr oder weniger vorgeschlagen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich ein Modell oder wie kann man ein Modell definieren? Es gibt KI-Modelle, es gibt Simulationsmodelle, aber was ist eigentlich so das, was die alle eint? Und die klassische große Definition, die gegeben wird, ist, dass ein Modell einfach eine nützliche Repräsentation von einem Zielsystem ist. Und ob das Zielsystem, wie das aussieht, ob das jetzt einfach ein Gebäude ist oder ob das Zielsystem ein Prozess ist, der repräsentiert wird, sei dahingestellt. Also Modelle können verschiedenste Dinge abbilden und eben sind nützlich für eine bestimmte Sache. Simulationen sind Imitationen eines Prozesses durch einen anderen Prozess. Bedeutet, wir versuchen, wenn wir einen städtischen Prozess verstehen wollen, können wir simulieren, indem wir einen anderen Prozess nehmen, oftmals auf Grundlage von dynamischen Modellen, also Modellen, die eine Entwicklung über Zeit abbilden, können wir diese dynamischen Modelle simulieren. Wir machen sie zu einem Prozess, können durch diesen Prozess Erkenntnisse gelangen. Dieser Prozess imitiert im besten Fall den realen Prozess, sodass wir in diesem Modell Erkenntnisse gelangen können, um den dann wieder zurück zu übertragen auf den realen Prozess. Wie funktioniert das? Wie modelliert man etwas oder wie wird typischerweise modelliert? Wir haben hier sowas
wenn wir uns mal darauf einigen, dass es Realität gibt, als philosophische Debatte, das ist jetzt einfach mal so gesetzt, dann haben wir Ausschnitte der Realität, wie hier beispielsweise unser kleines System Stadt, wo verschiedene Beobachter verschiedene Dinge wahrnehmen. Also hier sehen wir einmal dieses System Stadt als Ganzes dargestellt, als Realität, und verschiedene BeobachterInnen nehmen vielleicht Dinge unterschiedlich wahr, sehen Dinge gar nicht so arg, bilden Dinge unterschiedlich ab, wie hier in diesen 3 Bildern angedeutet werden sein soll. Und diese Beobachter würden dann verschiedene Modelle bauen, also würden sich Abbildungen von ihren Beobachtungen nehmen und haben unvollständiges Wissen und würden daher die verschiedenen Parameter, die sie in ihre Modelle einbauen, teilweise auch mit Unsicherheit behaften. Also sie wissen nicht genau, wie hängt jetzt dieser Teil des Modells miteinander zusammen und bringen damit Unsicherheit in die Modelle rein. Jetzt haben wir nicht nur diese parametrische Unsicherheit in den verschiedenen Modellen von einem Prozess, den wir hier haben, sondern wir haben auch, wenn wir die Gesamtheit der Modelle nehmen, strukturelle Unsicherheit zwischen den Modellen. Vielleicht einmal ein bisschen anschaulicher an einem Beispiel. Also ich habe mir jetzt Beispiel Klimaneutralität rausgesucht, weil alle 3 Städte, München, Leipzig und Hamburg, gerne klimaneutral werden möchten. Die Frage ist aber nur, wie. Es könnten sich hier 3 Teams hinsetzen und sagen, okay, wir würden das gerne in ein Modell übersetzen, das uns dabei hilft, das Zielsystem zu verstehen, irgendwie nützlich ist für uns, zu verstehen, wie können wir denn klimaneutral werden. Team 1 könnte sagen, wir möchten gerne das System abbilden in einer Karte, also die Karte dann als Modell des Systems, wo sie einfach sich die Energienutzung rausnehmen und einfach mal visualisieren, wie jetzt hier auch am Beispiel Energienutzungspläne, wo wird denn wie viel Energie verbraucht. Das Modell ist natürlich auch parametrisch unsicher, heißt, wir wissen nicht genau, sind die Daten, was ist die Datenqualität, wie gut ist die, aber auch welche Farben bilden denn welche Daten ab, sind die Farben nach Quantilen geordnet, sind die Farben klassisch linear skaliert. Das sind ganz viele verschiedene Fragen, die in diese Abbildung mit reingehen oder Annahmen, die mit reingehen, sodass dann diese Energienutzung einfach nur abgebildet werden kann, als Visualisierung, als Modell davon. Ein anderes Team könnte sagen, ich entwickle ein Serious Game, also ein Spiel, was verschiedene SpielerInnen, verschiedene Akteure zusammenbringt, um die an einen Tisch zu setzen und zu verstehen oder zu simulieren, wie eine klimaneutrale Transformation vonstatten gehen könnte. Auch hier wird wieder Realität in ein Modell übersetzt und die Übersetzung ist natürlich unsicher. Also was sind dann die Regeln von dem Spiel? Wer legt die fest? Inwieweit repräsentieren die Realität? Wir wieder diese parametrische Unsicherheit in dem Spiel drin. Und Team 3 könnte sagen, wir entwickeln ein agentenbasiertes Modell, was den CO2-Ausstoß von Haushalten und Unternehmen untersucht, um damit dann zu verstehen, welche Maßnahmen würden sich wie auf das Netzwerk auswirken. Auch hier wieder, die einzelnen Parameter sind unsicher, also wie verhalten sich die Agenten, was sind die Abläufe, wie ist es eigentlich programmiert, was tun die, weshalb, haben wir auch wieder parametrische Unsicherheiten in diesem Modell. Und jetzt haben wir diesen Use Case von Klimaneutralität und hätten jetzt 3 verschiedene Modelle zur Frage klimaneutral, aber wie, und haben aber zwischen diesen Modellen, die alle eigentlich dasselbe System abbilden, wieder eine strukturelle Unsicherheit. Also wir wissen nicht, verschiedene Modelle bilden verschiedene Teile des Systems ab. Genau wie vorhin erwähnt, also so ein Multi-Model-Ansatz würde man davon ausgehen, dass durch die verschiedene Abbildung in verschiedenen Modellen verschiedene Aspekte reingebracht werden in diesen Use Case, die dann zusammen sich dem komplexen System annähern. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, warum bauen wir eigentlich diese Modelle, ein ganz interessantes Zitat gefunden von Joshua Epstein, der gesagt hat, for some reason, the moment you posit a model prediction as in a crystal ball that can tell the future is reflexively presumed to be your goal. In dem Moment, wo man ein Modell besitzt oder baut, ist die Vorhersage als Kristallkugel, die Zukunft erklären kann, das Ziel automatisch. Was so ein bisschen darauf hindeutet, dass das Modell als nützliche Repräsentation eines Zielsystems ganz oft nur als Prognose gedacht wird. Aber Modellzwecke sind sehr, sehr unterschiedlich. Man denkt jetzt einfach mal an Schiffsmodelle oder eben an Spiele, die ja auch immer einen Teil von Realität repräsentieren. Es gibt natürlich die Vorhersage als Modellzweck, aber ein Modell kann auch einfach erklären, wie was zusammenhängt. Man denkt jetzt vielleicht an ein Atommodell, wo man versteht, wie verschiedene
Elektronen mit dem Atomkern zusammenhängen und wie Chemie funktioniert. Mit Modellen kann man erkunden, was wäre, wenn meine Annahmen stimmen, wie würde sich das dann auswirken. Wir können einfach nur etwas darstellen, indem wir können an den Geobasiszwilling denken. Wir können etwas beschreiben durch ein Modell oder durch ein modellhaftes, ganz oft in den Sozialwissenschaften. Oder wir können etwas kommunizieren mit Modellen. Und hier auch der klassische Satz nochmal angemerkt: All models are wrong, but some are useful. Also dadurch, dass jedes Modell einfach nur einen Teil der Wirklichkeit abbildet, kann man davon ausgehen, dass alle Modelle mehr oder weniger falsch sind. Aber sie können nützlich sein, um bestimmte Dinge zu tun. Und dann ist es wichtig, darüber nachzudenken, welche Dinge tun sie, sagen sie vorher, sind sie zur Vorhersage gemacht, können sie überhaupt vorhersagen oder können sie eher erkunden. Und gerade wenn es um Vorhersage geht als Modellzweck, ist das, was ich jetzt auch schon öfters angesprochen habe, nämlich Unsicherheit, ein elementarer Faktor, ob man Vorhersagen überhaupt so treffen kann, vor allem wenn es jetzt um längere Zukunft geht. Unsicherheit können wir definieren als jegliche Abweichung von dem unerreichbaren Ideal komplett deterministischen Wissens eines relevanten Systems. Auch wieder sehr viele komplexe Wörter in einem Satz. Aber wenn wir uns das einfach mal hier aufmalen, haben wir diese Skala von einmal komplett deterministische Sicherheit. Wir wissen mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, was passiert auf dem einen Ende der Skala, auf dem anderen Ende der Skala komplettes Unwissen. Dazwischen haben jetzt Walker und andere in 2013 verschiedene Level von Unsicherheit definiert, um eben zu sagen, Unsicherheit ist nicht immer gleich Unsicherheit, sondern befindet sich irgendwo auf der Skala zwischen komplett deterministischer Sicherheit und komplettem Unwissen. Und diese 5 Level würde ich jetzt gerne mal beschreiben, um zu verstehen, welche Modelle können denn welche Systeme abbilden. Level 1 Unsicherheit ist der Kontext, es gibt eine klare Vorstellung von der Zukunft und wir haben ein einzelnes Modell, was uns gut vorhersagen kann, wie ist die Zukunft. Also beispielsweise, wir lassen einen roten Ball in einem Innenraum fallen, dann wissen wir durch ein physikalisches Modell sehr genau, wo und wann er auftrifft auf dem Boden. Level 2 haben wir alternative Zukünfte mit Wahrscheinlichkeiten, wo wir dann wieder ein einziges Modell haben mit wahrscheinlichkeitsbehafteten Parametern. Also wir bleiben bei unserem Ball. Unser Ball ist jetzt nicht mehr drin, sondern wir lassen unseren roten Ball draußen auf der Wiese im Wind fallen. Dann ist es wahrscheinlichkeitsbehaftet, wo Wind auftritt. Und dann wissen wir auch nur über Wahrscheinlichkeitsverteilung, wo und wann der Ball aufkommt. Im Gegensatz, wenn wir das kontrollierter in unserem Innenraum machen. Level 3 Unsicherheit ist der Kontext alternative Zukünfte mit einer gewissen Reihenfolge. Und dann bräuchte man mehrere Modelle, wovon eines wahrscheinlicher ist. Also wenn wir uns jetzt wieder bei dem Ball bleiben und fragen, wie groß ist der Markt für rote Bälle für Physikexperimente im nächsten Jahr in Deutschland, dann gibt es ein wahrscheinlicheres Szenario, nämlich die Menge bleibt vermutlich ähnlich, aber es gibt noch ganz viele andere Szenarien, denen wir jetzt nicht direkt eine Wahrscheinlichkeit zuordnen können. Also vielleicht gibt es ja einen neuen TikTok-Trend und die Nachfrage nach roten Bällen wächst auf einmal extrem, aber wir wissen nicht, wie wahrscheinlich passiert sowas und wir können dem keine Zahl zuordnen. Level 4 ist eine Vielzahl an möglichen Zukünften und wir können sie auch nicht in eine Reihenfolge bringen. Dafür bräuchten wir mehrere Modelle mit unterschiedlichen Strukturen. Am Beispiel des Balls, also vielleicht der Markt für rote Bälle, für Physikexperimente im nächsten Jahr in der Ukraine, wo so viel unsicher ist, was passiert, in welche Richtung es geht, was sich jetzt alles noch zeigen wird. Und dann Level 5 haben wir eine unbekannte Zukunft und wir wissen auch nicht, was das Modell ist und wir wissen aber, dass wir es nicht kennen. Das sind dann sogenannte Black Swan Events, auf die nichts in der Vergangenheit hingedeutet hätte, wie beispielsweise 9/11 und was da im Nachgang auf die Welt zugekommen ist. Das sind Dinge, die wissen wir nicht, wir wissen aber, dass wir sie nicht wissen und deswegen sind wir da schon sehr nah dran am kompletten Unwissen. Die Literatur beschreibt dann Level 4 und 5 als sogenannte Deep Uncertainty, also tiefe Unsicherheit, wo keine Einigkeit herrscht über die angemessene Form der Modellierung, die das System beschreibt, die Wahrscheinlichkeit für ausschlaggebende Parameter und die Wertung oder Interpretation der Simulationsergebnisse ist auch keine Einigkeit darunter. Heißt, hier ist es dann besonders wichtig, verschiedenste Modelle mit verschiedensten Strukturen auszutesten, um zu sehen, was passiert, was wäre, wenn, gegeben meine Annahmen sind richtig.
Ich hoffe, dass die Theorie jetzt nicht zu sehr eingeschlagen hat und halbwegs verständlich war, aber ich möchte gerne den Schritt weitergehen und versuchen, auf Grundlage von dem, was ich eben erzählt habe, also Komplexität, Modelle, Simulationen, Unsicherheit, Ideen vorstellen oder Impulse setzen im Rahmen des Webinars. Was bedeutet das für CAD? Was könnte das für CAD bedeuten? Und wie könnte man damit umgehen, mit Unsicherheit und Komplexität in Modellen der Stadtentwicklung in so einem Kontext des digitalen Zwillings? Wie gesagt, das ist alles nicht abgesprochen. Das sind Ideen, die ich gerne hier reingeben würde über diesen Weg des Seminars. 5 Ideen und Impulse. Nummer 1, auf der Annahme oder auf dem Dogma All Models are wrong aufbauend. Unsicherheiten und Annahmen in Modellen sollten transparent und verständlich beschrieben werden. Das heißt, wir sollten uns fragen, wenn wir ein System abbilden, wenn wir beispielsweise Verkehr in 20 Jahren modellieren, was ist das System? Sind wir bei Level 1, 2, 3 oder 4 unsicher? Wir sollten, wenn wir Modelle in den Zwilling reintun, parametrisch und strukturell nachvollziehbar machen, was sind die Unsicherheiten, die da drin sind, und womöglich modellinterne Parameterkonfigurationen auch veröffentlichen. Also dass wir sagen, wir haben unseren Agenten jetzt genau so und so und so gebaut, aus diesen Gründen, das sind die Annahmen, die dahinter stecken, damit wir reproduzierbar machen können, woher kommen die Modelle und was sollen sie tun. Das könnte dann so aussehen, dass man so eine Modellkarte hat. Also wir hätten jetzt unser Treibhausgasemissionsmodell als agentenbasiertes Modell, wo eben hier in einem Tab die verschiedenen Annahmen und Unsicherheiten aufgelistet sind. Liste der strukturellen Modellannahmen, Liste der KPIs, der Unsicherheiten, also KPIs als Key Performance Indicator von so einem Modell, als die Hauptresultate, die rauskommen, und Liste der Parameter und deren Unsicherheiten. Nummer 2, wozu soll das Modell dienen? Modellzwecke und Validität klar benennen. Also wir untersuchen die Unsicherheiten von dem abzubildenden System, stellen fest, okay, Level 1, 2, 3, 4 oder 5 unsicher und fragen uns dann, welche Modellzwecke ergeben sich daraus. Bei 1, 2 oder vielleicht noch 3 kann man vorhersagen, bei 4 oder 5 gibt es vielleicht ganz andere Zwecke. Also vielleicht wollen wir darstellen, vielleicht wollen wir explorieren, wenn diese Annahmen stimmen würden, was wäre dann, also das Modell benutzen, um das System besser zu verstehen. Wir können den Kontext der Entwicklung darlegen, wozu wurde das Modell entwickelt und für welche Zwecke wurde das Modell wie validiert, und können damit auch sensibilisieren, eignet sich das Modell überhaupt für andere Zwecke. Können wir ein Modell, was für Visualisierung oder Modell, was für Exploration entwickelt wurde, als Vorhersagemodell benutzen? Vermutlich nicht, vielleicht funktioniert das in manchen Zwecken. Also wir könnten jetzt, wenn wir hier bei unserer Modellkarte bleiben, Modellzweck und Validität, aufschreiben und genau klar machen, dieses Modell wurde für diesen Zweck entwickelt oder ist für diese Zwecke gedacht. Und wenn es zweckentfremdet werden soll, dann sollte man diese Punkte hier beachten. Dann 3, was auch schon öfters im Gespräch war, die Plattform zum Austausch von Modellen. Also die Urban Model Plattform, habe ich es jetzt mal genannt, wo man Modelle sammeln, kategorisieren und bereitstellen kann von modularisierten Modellen, wo man die Hunderten oder Tausende bereits entwickelte Modelle, die es gibt, für Verkehrssimulation, für Strömungsdynamik, für Infektionsmodelle, KI-Modelle, agentenbasierte Modelle für sämtliche Themen, relevante Themen von der Stadtentwicklung zurückgreifen kann in so einer Plattform und die dann in dem modularen Twin-System aufbauen kann. Diese Plattform kann natürlich eng an die Data-Plattform angebunden werden, sowohl für die Inputs als auch für die Modellergebnisse. Könnte dann so aussehen, wir haben hier unsere Urban Model-Plattform mit einem Katalog, mit einem Filter, wo wir genau filtern können. Wir hätten gerne dynamische Modelle, die einen Zeitbezug haben, oder statische Modelle, KI-Modelle und so weiter, für welchen Zweck, und dann mit Keywords filtern könnte, was für Modelle gibt es denn in der Plattform, ähnlich wie es oft in der Data-Plattform ja auch schon der Fall ist. Nummer 4, it's not all about prediction, Tools für exploratives Modellieren und Analysieren. Anwenden oder anwendbar machen oder ausprobieren, experimentell ausprobieren. Explorativ modellieren meint dabei Modelle nutzen, um Zusammenhänge besser zu verstehen und nicht um Vorhersagen zu treffen, sondern das Modell nutzen, um unser Verständnis von einem System zu schärfen. Insbesondere unter Systemen von Deep Uncertainty, also Systeme, wo wir nicht wissen, was wie passieren wird, wie was zusammenhängt, wo wir uns nicht einig sind über den Formalismus, der das modelliert oder der das am besten modelliert.
da können wir eben diese verschiedenen Modelle nutzen. Ein Modell oder viele verschiedene Modelle nutzen, um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Dann können wir die Unsicherheiten nutzen, um robustere Entscheidungen zu finden. Also welche Entscheidung würde über eine Bandbreite an Szenarien gut funktionieren. Und wir könnten diesen Multimodel-Ansatz, von dem ich vorhin gesprochen hatte, nutzbar machen. Könnte dann so aussehen, wir könnten so ein Toolkit haben, wo wir nicht 2 oder 3 Szenarien, sondern 523.000 Szenarien über 5 Modelle simulieren lassen, über eine gewisse Zeit, wo wir verschiedene strukturelle und parametrische Unsicherheiten abbilden und dann auch hier uns anzeigen lassen können über so einen Parallel Coordinate Plot, wie hängen denn eigentlich die verschiedenen Parameter, die in dem Modell sind, mit den Modellergebnissen zusammen. Also wir wissen nicht, wie die Parameter genau sind, aber gegeben unsere Annahmen wären korrekt, dann würden diese verschiedenen Parameterkombinationen dazu führen. Dann könnten wir dazu hingehen, über so eine große Menge an Szenarien rauszufinden, welche Szenarien sind denn überhaupt wünschenswert. Da gibt es auch Methodik dahinter und ich finde es sehr spannend, so über Modelle nachzudenken. Und letztlich modulare Weiterentwicklung und Wiederverwendung, also Modelle interoperabel machen und vielleicht auch in Richtung Urban Model Builder zu denken, sodass wir eine Oberfläche haben, um in einem instanzierten Zwilling verschiedene Modelle zu kombinieren über standardisierte Austauschformate. Klar, dafür ist die Grundlage, dass die Modelle interoperabel sind, aber dann könnten wir die Outputs von einem Modell als Input in das andere Modell verwenden und das eben aufbauen auf und Wiederverwendung von bereits bestehenden Komponenten und Modellen. Hier wieder ein Beispiel, könnte so aussehen, wir hätten hier einen Urban Model Builder, haben verschiedene Daten in der Urban Data Plattform. Dann gibt es hier ein lineares Extrapolationsmodell, was dann wieder in ein agentenbasiertes Modell reingeht. Oder ein KI-Modell, was dann in das andere Modell reinspielt und wir uns sozusagen unsere eigenen Systeme dann bauen können, auch ohne dass wir vielleicht Expertise haben in den einzelnen konkreten Modellen, sondern dass wir explorativ da unterwegs sein könnten. Genau, also hier nochmal aufgelistet, Unsicherheiten und Annahmen der Modelle transparent und verständlich beschreiben, Modellzwecke und Validität klar benennen, Modelplattform, Fragezeichen, Tools für exploratives Modellieren und Analysieren bereitstellen und Interoperabilität und ein Modelbilder, wieder Fragezeichen. Genau, mit diesem theoretischen Ideeninput möchte ich jetzt ziemlich genau nach 30 Minuten schließen.